Glaubwürdiges Video oder KI? Wer gewinnt 2024 im Social Media Marketing? Hier sind 3 Dinge, die euer Unternehmen dafür unbedingt auf dem Schirm haben sollte. Ich werde zu jedem Punkt darlegen, was dafür notwendig ist, was die Hürden sind und was man am Ende davon hat. Punkt 1 ist Social Media. Ich kenne übrigens nicht wenige Unternehmen, die sagen, unsere Zielgruppe ist von 18 bis 80. Nein, das ist keine Zielgruppe, das sind fast verschiedene Spezies. Dieses gebrochene Deutsch und Kauderwelsch und Denglisch, was die jungen Leute um die 18 heute so sprechen, da denken manche um 30, um 40 rum so, das kann ich gar nicht mehr ernst nehmen. Und Leute über 50 denken, ist das eine eigene Sprache? Und umgekehrt ist es ganz ähnlich. Was ist zu tun in Social Media? Nun, zum Verständnis, zunächst mal, alle Social Media Kanäle werden von Algorithmen befeuert, die, und das ist wichtig zu verstehen, die Interessen der meisten Menschen in dem jeweiligen Kanal unterstützt, bündelt und zufriedenstellt. Die Hürden bei Social Media, da sagen viele noch, naja, ob ich das kann, ob ich das hinkriege. Nein, Social Media zu posten ist keine Frage der Fähigkeit. Es ist eine Frage oder besser gesagt eine Entscheidung gegen die eigene Zielgruppe, wenn man es nicht tut. Denn das ist wirklich kinderleicht. Glauben Sie nicht? Ich kenne da eine tolle Webseite. Da kann man einfach eingeben, wie poste ich oder wie mache ich ein Posting auf Facebook als Beispiel. Die Webseite kennen Sie auch. Das ist Google. Was für Ergebnisse dürfen wir in Social Media als Unternehmen denn jetzt erwarten? Vielleicht haben Sie den Begriff Reichweite schon mal gehört. Also wie viele Menschen erreichen Sie mit dem, was Sie über, von oder zu Ihrem Unternehmen und Ihren Leistungen und Produkten zu sagen haben? Das ist es, was Sie 1:1 für Ihr Unternehmen erreichen können. Viele Menschen. Und jetzt verrate ich ein Geheimnis. Inhalt, schön und gut. Aufmachung, Darstellung, nice to have. Aber entscheidend ist Ihre Aktivität. Für alle, die Zahlen, Daten und Fakten lieben, hier mal eine ganz einfache Formel. Das Wachstum verhält sich direkt proportional zum Aufwand. Punkt. Nochmal. Das Wachstum verhält sich direkt proportional zum Aufwand. Abkürzungen, Tricks und Kniffe bringen, wenn überhaupt, nur ganz, ganz marginale Effekte. Mehr posten, mehr machen, mehr produzieren, mehr veröffentlichen ist gleich Reichweite. Wer nur wenig Flagge zeigen will, geht einmal im Monat mit einem Posting raus. Wer dann schon ein bisschen Wachstum in der Reichweite haben will, der macht das dann vielleicht einmal die Woche. Und wer in seiner Zielgruppe die maximale Sichtbarkeit erreichen möchte, der postet mindestens täglich. Mindestens? Ja. Denn die Social-Media-Kanäle, die belohnen momentan noch bis zu 3 Postings täglich. Einzig das Format kann noch eine Rolle spielen und da sollten Sie sich an die Vorlieben Ihrer Zielgruppe orientieren. Oft genügen schon Bild-Text-Postings, also ein Bild und ein bisschen Text dazu. Schlecht funktionieren reine Textbeiträge, außer bei Twitter. Je nach Zielsetzung funktionieren auch Reel, Shorts oder Video-Postings ganz gut. Was mich jetzt zum nächsten Punkt bringt. Der nächste Punkt, 2024 absolut Pflicht ist für Unternehmen, Videomarketing. Beim Videomarketing gibt es grundsätzlich 2 verschiedene Ausrichtungen. Einmal organisch, generisch, also einfach nur veröffentlichen, oder zum anderen über Ads, also bezahlte Werbung. Ich will hier weder das eine noch das andere bevorzugen oder verteufeln, weil es hängt nämlich alles viel zu sehr von den Gegebenheiten und den Zielsetzungen Ihres Unternehmens ab. Wegen des gigantischen Wachstums an Videos in den letzten Jahren, von dem ja unter anderem auch Firmen mit Influencern versuchen zu profitieren, müssen Videos vor allem eins sein, und zwar glaubwürdig. Absolut glaubwürdig. Das Wichtigste bei Videos in 2024 wird die Glaubwürdigkeit sein. Alle Videos müssen glaubwürdig sein, auch Werbung. Ja, sogar Werbung. Es gibt in den USA einen Trend, der nennt sich Ugly Ads, also hässliche Werbung. Da versucht man dann in der Werbung authentisch zu sein, so wie ich jetzt hier mit Ihnen rede, das in der Werbung einzubauen. Das mache ich mit Groovy ja schon lange. Wer meine Videos kennt, weiß das. Aber das werden immer mehr auch machen müssen in der Werbung und in Business-Videos generell. Authentizität, also Glaubwürdigkeit. Jetzt sind wir beim Punkt To-Dos. Was braucht man fürs Videomarketing? Naja, zunächst mal Ideen, die bei der angepeilten Zielgruppe zumindest eins der 3 Dinge auslösen. Ihre Zielgruppe fühlt sich bestens unterhalten, wäre das Erste. Das Zweite ist, Ihre Zielgruppe hat das Gefühl, dass Sie denen wirklich weitergeholfen haben. Drittens, Ihre Zielgruppe hat das Gefühl, dass Sie etwas Neues erfahren haben, mit dem Sie gar nicht gerechnet haben, das Sie überrascht oder Sie völlig außer Bahn wirft. Sie sollten eben halt Ideen entwickeln, die auf mindestens eine dieser 3 Dinge einzahlen. Also eine dieser 3 Gefühle bei Ihrer Zielgruppe auslösen. Es geht darum, die auszulösen. Es geht nicht darum, Gefühle zu zeigen oder Halligalli zu machen, sondern auszulösen. Die Hürden beim Videomarketing. Zunächst mal die Entscheidung, wer macht was. Da gibt es ja 3 Optionen. Das erste ist, es macht jemand im Hause. Also Sie stellen den frei und der kann ein bisschen was mit Video, dann macht der das. Oder aber Sie holen sich Externe, die das Ganze filmt oder produziert, wie ich das mache mit Groovy. Das letzte ist dann, Sie stellen jemanden ein, der das macht. Da will ich jetzt zu den 3 Punkten ganz kurz in Stichworten darlegen, was da die Vor- und die Nachteile sind. Also erstmal, jemand in Ihrem Hause wird Videos niemals in der Qualität produzieren können,
wie Sie das als Unternehmen mit Ihren Produkten können. Das heißt, Sie geben Produkte in Qualität XY raus. Die Videos wird intern, da wird niemand rankommen. Das wird Jahre dauern. Da wird der Profi-Videograf sein, bis er dahin kommt. Der Vorteil bei Punkt 2, externe Trainer, so wie Grobi das macht, dann ist die Qualität der Videos sofort vom Tag 1 an auf dem Niveau Ihres Unternehmens. Der finanzielle Aufwand allerdings auch. Drittens, Sie überlegen, einen Profi einzustellen. Fest angestellt. Kann ich Ihnen aber gleich verraten, im Moment ist es so, dass professionelle Videografen fast stärker nachgefragt und gesucht sind als IT-Fachleute oder Landärzte. Dazu kommt, dass Videografen die Abwechslung lieben und bei ständig gleichbleibenden Inhalten schnell mal die Lust verlieren. Sollten Sie jemanden finden, der oder die das gut macht und den Sie vielleicht neben der ganzen Technik auch noch bezahlen können, kann das langfristig eine Überlegung sein. Sicherlich wird aus Ihrer Firma dann auch eher ein Medienproduktionsunternehmen als das, was es jetzt ist. Haben wir ja auch schon ein paar Mal gesehen. Was kann jetzt aber Videomarketing für Ihr Unternehmen leisten? Mit Videomarketing können Sie das größte Manko der gesamten Online-Welt schlagartig aus dem Weg räumen. Wie das geht? Naja, weil online alles so anonym ist und die Distanz ist so groß, fehlt vielen Menschen einfach das Vertrauen in die Marken und in die Unternehmen. Die Zeiten, als Bewertungen und Siegel noch helfen konnten, sind auch langsam vorbei. Da gibt es viel zu viele Manipulationen mittlerweile. Werbung, selbst mit Storytelling, stößt auf immer mehr Gegenwehr, wenn die Menschen der Werbung nicht vertrauen. Dieses Manko kann nur und ausschließlich authentisches und glaubwürdiges Videomarketing beseitigen. Wenn Sie oder Mitarbeiter aus Ihrem Unternehmen vor der Kamera so zu sehen und zu hören sind, wie Sie das sonst auch im 1:1 Gespräch mit Bewerbern oder Kunden machen, dann wird Vertrauen aufgebaut. Und mit dieser Aufnahme, wo Sie so sind wie ich jetzt hier, also so reden, wie der Schnabel gewachsen ist, damit schaffen Sie Glaubwürdigkeit. Und Glaubwürdigkeit ist die Basis für Vertrauen. Und das Entscheidende ist, diese Aufnahmen mit dieser Glaubwürdigkeit können Sie dann beliebig oft in die Welt rausschicken. Wenn Ihre Kunden aufgrund der Summen, um die es geht, der Qualitätsanforderungen, der Produktgüte, Leistungsgüte, einen ordentlichen Vertrauensvorschuss erwarten, dann kann Videomarketing für Sie wirklich Wunder bewirken. Doch gerade in letzter Zeit höre ich in Verbindung mit Videomarketing immer öfter die Frage, ja, werden die Videos jetzt nicht durch KI ersetzt? Was und inwieweit das passt, komme ich gleich zu. Aber eines schon mal vorweg. KI wird so massiv wachsen und so massiv Gas geben, dass die Nachfrage nach authentischen, glaubwürdigen Menschen immer größer wird. Nun im Detail zur KI, also künstliche Intelligenz. Ich erinnere mich, als ich 1996 ins Internet ging. Da haben die meisten gesagt, oh, das geht wieder weg, das ist nur eine Modeerscheinung, nur ein Trend, brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Gerade B2B-Unternehmen, vor allem im Technologiebereich, wissen, dass technologische Innovationen niemals von alleine wieder weggehen. Die werden bestenfalls durch noch bessere technologische Innovationen ersetzt. Und so wird uns die KI oder AI von jetzt an bis ins Grab begleiten. Das findet sicherlich nicht jeder gut, aber ich kann mich daran erinnern, dass nach Millennium die Leute die Webseiten auch ätzend fanden oder völlig überbewertet. Die erste Panik um KI hat es ja schon ein bisschen so gelegt. Aber es gibt jetzt diesen Spruch, die KI wird nicht ihren Job ersetzen, aber jemand, der die KI nutzt, wird ihren Job ersetzen. Das bringt mich jetzt zu den To-Dos. Also was sollte man machen? Nur mal als Beispiel zurück. Als ich zu der Geburt meiner ersten Tochter ins Internet ging, das war 1996, da waren die Anzahl der Nutzer im niedrigen sechsstelligen Bereich. Und das bei 80 Millionen Deutschen. Und ich habe gedacht, ich wäre der Letzte. Damals, oh Wunder, sprachen alle Online-Aktiven davon, das wird die Welt verändern. Und 79, schlag mich tot, Millionen Deutsche sagten, doch, das ist vorübergehend, das geht vorbei. Wie es ausgegangen ist, wissen wir. Nun haben wir etwas ganz Ähnliches, aber doch ganz anders mit der künstlichen Intelligenz. Ganz ähnlich ist zunächst erstmal, dass es sich um eine Technologie handelt, die den Menschen das Leben erleichtern soll. Ganz anders ist aber das Tempo, in dem das jetzt passieren wird. Das bedeutet, wenn in den nächsten 2 bis 3 Jahren die Chancen und Möglichkeiten, die KI seinem Unternehmen bietet, nicht ausloten wird, wird von der Bildfläche verschwinden. Ja. Also machen Sie sich mit den Voraussetzungen und Möglichkeiten vertraut, die KI Ihnen im Unternehmen bietet. Das können ja erstmal ganz kleine Sachen sein, aber machen Sie sich damit vertraut. Tja, genau wie im Internet ist KI eben auch Technik und nicht jeder mag Technik. Das ist für den einen oder anderen eine Hürde. Aber anders als 1999 bei Webseiten braucht jetzt niemand HTML oder irgendeinen kryptischen Code lernen, um damit agieren oder hantieren zu können. Das ist heute ganz anders. Das wird sich alles noch beschleunigen, weil momentan geben die Leute ja ihre Prompts per Tastatur ein. Also Prompts, das nenne ich dann Befehle oder Anforderungen. Und in Zukunft wird sich das dahingehend ändern, dass man diese Befehle auch sprechen kann.
Das heißt, die Künstliche Intelligenz wird die Sprache erkennen und wird daraus sofort als Befehl oder Prompt interpretieren. Und im Idealfall wird sogar das Ergebnis als Sprache dann wieder von der Künstlichen Intelligenz rauskommen. Muss nicht, aber wäre auch nicht schlecht. Und spätestens dann, wenn man richtige Dialoge mit der Künstlichen Intelligenz führen kann, wie mit einem virtuellen Mitarbeiter oder so, spätestens dann werden die Preise für KI extrem durch die Decke gehen. Was darf man denn von der KI nur erwarten? Nehmen wir doch mal als Beispiel, was hat denn das letzte Mal was gebracht? Na, ich rede jetzt nicht von Internet oder Computer, sondern gehen wir noch weiter zurück, nämlich die Roboter. Roboter haben die menschliche Muskelkraft bei zu monotonen, zu langweiligen, zu anstrengenden oder zu unmöglichen Tätigkeiten schlicht und ergreifend ersetzt. Und genau das wird die KI mit der Denksportaufgabe machen. Das bedeutet, je eher die Denkarbeit monoton, langweilig, zu anstrengend, zu unmöglich, was auch immer ist, umso eher wird sie durch KI ersetzt. Also alle Rechenaufgaben, Recherchen, Sortierung oder Handhabung von Daten wird als erstes auf dem Plan stehen. Übrigens sagte der ChatGPT-Chef einmal, KI wird nahezu jeden Job ersetzen. Nur bei den Kreativen, da bin ich mir nicht ganz sicher, das sind irgendwie so sehr spezielle Leute. Und so verabschiede ich mich auch als Kreativer. Es bleibt mir nur noch Ihnen schöne Feiertage und einen guten Rutsch in 2024 zu wünschen. Und was ich mir wünsche, ist, dass Sie dieses Video in dem von Ihnen bevorzugten Kanal teilen. Vielen Dank, bis bald und ciao.